Das heimliche Sekret in unseren Gehörgängen ist weit mehr als nur ein ungeliebtes Abfallprodukt unseres Körpers. In der modernen HNO-Medizin und Infektiologie betrachten wir Ohrenschmalz als ein faszinierendes, hochsensibles Diagnosetool, direkt an der Schnittstelle zur Außenwelt. Produziert von speziellen Schweiß- und Talgdrüsen im äußeren Gehörgang, erfüllt das Sekret eine lebenswichtige Schutzfunktion. Es bindet Staub, fängt abgestorbene Hautschüppchen ein und schützt das empfindliche Trommelfell durch seinen leicht sauren pH-Wert vor dem Eindringen von Bakterien und Pilzen. Doch Ohrenschmalz ist keineswegs immer gleich. Seine Konsistenz und vor allem die Farbe verändern sich dynamisch in Abhängigkeit von Stoffwechselprozessen, genetischen Veranlagerungen und akuten Entzündungsherden. Nummer 1. Hellgelb bis honigfarben. Wenn das Ohrenschmalz eine weiche, feuchte Konsistenz aufweist und in hellen Gelb bis warmen Honigtönen schimmert, läuft das Selbstreinigungssystem deines Ohres absolut perfekt. Diese Farbe signalisiert frisch produziertes Sekret, das optimal mit körpereigenen antimikrobiellen Enzymen gesättigt ist. Es zeigt, dass der Gehörgang gut hydratisiert ist und die feinen Flimmerhärchen das Schmalz kontinuierlich und ohne Blockaden nach außen transportieren. Ein honigfarbenes Sekret ist der chemische Beweis für ein intaktes orales und vaskuläres Gleichgewicht im Kopfbereich. Nummer 2. Dunkelbraun bis schwarz. Dunkelbraunes oder gar tiefschwarzes Ohrenschmalz wirkt auf den ersten Blick abschreckend, ist jedoch in den allermeisten Fällen ein völlig harmloses physikalisches Phänomen. Diese Färbung entsteht, wenn das Sekret über einen längeren Zeitraum im Gehörgang verbleibt. Der im Schmalz enthaltene organische Schwefel und die Fettsäuren oxidieren bei ständigem Kontakt mit dem Luftsauerstoff und dunkeln nach, ganz ähnlich wie ein aufgeschnittener Apfel. Gleichzeitig bindet das klebrige Sekret über Wochen hinweg dunkle Staubpartikel aus der Umwelt. Ein tiefdunkler Farbton verrät dir somit schlichtweg, dass dein Ohr eine ältere Ablagerung losgeworden ist. Nummer 3. Weiß und bröckelig. Im krassen Gegensatz zum feuchten gelblichen Typ steht trockenes, weißes und leicht schuppiges Ohrenschmalz. Hier liegt keine Erkrankung vor, sondern ein faszinierendes Zusammenspiel der Genetik. Die moderne Genomforschung zeigt, dass eine winzige Punktmutation im ABCC11-Gen die Funktion eines Transportproteins in den Drüsen blockiert. Dadurch fehlen dem Sekret wichtige Lipide. Dieser genetische Farbcode ist vor allem bei Menschen ostasiatischer Abstimmung weit verbreitet und geht evolutionär mit einer stark reduzierten Schweiß- und Körpergeruchsproduktion einher. Ein weißer bröckeliger Befund ist hier das vollkommen gesunde genetische Normalprogramm. Nummer 4. Grünlich oder blutig rot. Sobald das Ohrenschmalz eine grünliche Verfärbung annimmt oder von eitrigen Flüssigkeiten durchsetzt ist, brennt im Gehörgang ein akutes biologisches Feuer. Grünlicher Schleim entsteht meist durch eine Infektion mit dem Bakterium Pseudomonas aeruginosa, welches im feuchten Milieu beispielsweise nach dem Schwimmen fluoriert und ein grün-blaues Pigment namens Piocyanin ausscheidet. Schimmern zudem rote Blutspuren im Sekret, deutet dies auf eine mechanische Verletzung der Gehörgangshaut oder eine Entzündung des Trommelfells hin. In diesem Fall ist das Immunsystem im Dauereinsatz und eine medizinische Abklärung ist unumgänglich. Und Nummer 5. Grau und staubig. Graues Ohrenschmalz ist kein Zeichen einer inneren Disbalance, sondern das direkte physikalische Schutzschild gegen deine Umwelt. Wenn du in einer Großstadt mit hoher Feinstaubbelastung lebst, täglich im Berufsverkehr Abgasen ausgesetzt bist oder in einer staubigen Werkstatt arbeitest, fängt das klebrige Ohrenschmalz diese mikroskopischen Schwebeteilchen wie ein Fliegenpapier ab. Die graue Farbe beweist eindrucksvoll, dass die mechanische Filterfunktion deines Ohres unter Extrembedingungen arbeitet und die Schadstoffe erfolgreich vom hochempfindlichen Innenohr fernhält. Möchtest du jetzt noch wissen, was die Farbe deines Urins über deine Gesundheit aussagt? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.